riecht nach einem Problem. Und jetzt machen wir aber auf jeden Fall erstmal weiter. Schön schwarz. Hey Leute, ich bin's Fritz und im Hintergrund seht ihr schon die G-Klasse. Ich bin wieder bei GFG. Es wird einiges umgebaut, es wird einiges repariert und es gibt auch noch eine Inspektion. Wir haben richtig was vor. Also würde ich sagen, legen wir direkt los. Hier hinten sieht man übrigens noch mein aktuelles schwarzes Rad. Die Diagnose ist durch. Wir machen jetzt am ersten Tag erstmal die ganzen Umbaugeschichten und am zweiten Tag dann die Instandhaltungssachen. Tag 2 steht an. Wir haben gestern schon gut was geschafft. Ein bisschen was ist schon umgebaut und ein bisschen was ist auch schon repariert. Aber ich zeige euch das jetzt gleich mal im Detail. So, was haben wir gestern eigentlich alles geschafft? Die neuen Scheinwerfer sind drin und ich habe gerade sogar das Abblendlicht an. Da leuchtet so ein Streifen hier oben. Ich muss sagen, ich finde die richtig geil, weil die sind schön schwarz, so wie ich sie mir gewünscht habe. Dann haben wir gestern schon mal den Kasten für die Seilwinde angebaut. Hier kommt nachher dann noch die Stoßstange rüber. Zeige ich euch natürlich dann nochmal im Detail und wie das Ganze im Einsatz aussieht. Wir haben gestern die Inspektion schon angefangen. Wir haben Bremsflüssigkeit gewechselt, Ölwechsel gemacht. Und auch noch die Differentialsperren, die sich unten drunter befinden, beziehungsweise generell das Differential, dort auch noch das Öl gewechselt. Dann war hier unten noch eine Schelle ein bisschen locker. Hier seht ihr das ganz gut, das konnte man gestern bewegen und wackeln. Auspuff ist heiß, sollte man nach dem Fahren nicht anfassen. Und genau, das haben wir nochmal schön neu gemacht, wieder zusammengeschoben und so eine Auspuffpaste dazwischen gepackt. Das hier unten drunter ist übrigens das Differential, von dem ich gerade gesprochen habe, was hier eine elektrische Einheit hat, um das Ganze zu verriegeln. Das kann man dann im Gelände machen, ist vorne ein Knopf für und da kann man das einfach sperren. Und hier sind 2 Schrauben drin, einmal zum Nachfüllen und einmal zum Ablassen. Ich komme jetzt nicht richtig dran, aber hier unten befinden sich ja jeweils die Bremsen und da haben wir halt dann über so ein Kreislaufsystem vorne neu reingepumpt und hier dann die alte Bremsflüssigkeit abgelassen. So, was haben wir noch gemacht? Haben wir noch irgendwas gemacht? Ja, hier vorne war ein Gewinde kaputt und da haben wir dann so eine Einziehmutter noch reingemacht. Also es waren noch so 2, 3 Kleinigkeiten. Es geht wieder ab in die kalte Werkstatt und wir schrauben weiter und ich gebe euch dann zum Schluss auf jeden Fall wieder nochmal ein Update. Und ja, wir wollen natürlich irgendwie die Sachen hier auch noch in Action sehen. Beziehungsweise gucken wir uns die Lampen auch mal dann bei Nacht an zum Schluss. So, den Schlauchgerät haben wir jetzt ausgebaut. Das ist der alte, das ist der neue. Ja, hier sieht man ganz schön den extremen Riss. Dadurch hat man natürlich einen extremen Druckverlust und auch nicht mehr so viel Leistung. So, und jetzt machen wir aber auf jeden Fall erstmal weiter und wir hören uns später, ne? Tschüss.
So, ich würde sagen, es wird Zeit für den Lichttest. Standlicht, normales Licht, Fernlicht. Licht aus, Standlicht, normales Licht, Fernlicht. So, mal aus der Fahrersicht, dann ist es vielleicht ein bisschen besser zu erkennen, dass das normale Licht und Fernlicht ist das Ganze hier. Es ist auf jeden Fall ein krasser Unterschied im Gegensatz zu den alten Scheinwerfern. Ich habe sie mal nett als Doppelteelicht beschrieben, aber die hier krachen ein bisschen rein. Und guckt euch die an, die sehen einfach nur echt hübsch aus. Ja, doch, muss ich sagen, genauso welche wollte ich. Schön schwarz und natürlich auch welche mit Helligkeit. Erinnern mich irgendwie so ein bisschen an Porsche-Scheinwerfer, kann das sein? Die haben auch mal so runde Augen. Und wir haben noch Zusatzscheinwerfer in der Stoßstange verbaut. Da ist hier unten der Knopf. Seht ihr hier an der roten Lampe. Die machen auch nochmal gut Licht und sind mehr so gespottet nach vorne. Und zwar sind es die hier unten in der Stoßstange. Die zeige ich euch aber nochmal dann auch bei Tageslicht. Guckt euch doch mal die Kombi an. Das sieht auch richtig geil aus. Kann bestimmt auch schöne Fotos mitmachen. Herrlich. Sind jetzt nur die unteren Zusatzscheinwerfer und dann nur das Standlicht. Denn das Standlicht ist nur dieser Ring. Erinnert so ein bisschen an Tagvorlicht. Hier sieht man nochmal schön den Unterschied. Ja, das normale Licht ist halt dann irgendwann abgeschnitten und Fernlicht, wie der Name schon sagt, reicht halt in die Ferne. Ich glaube, hier sieht man es ganz gut. Also auf jeden Fall ein krasser Helligkeitsunterschied im Vergleich zu diesen alten Standard Mercedes Scheinwerfern, die hier vorher drin waren. Riecht ihr das? Es riecht nach einem Problem. Und zwar auf der Rückfahrt. Gestern. Ja, ich komme nachts an der Tankstelle an. Dunkel. Steige aus, tanke und merke so, dass da ein bisschen Rauch aus meinem Motorraum kommt. Also aus der Motorhaube vorne raus. Jetzt nicht so ein Rauch wie beim Feuer, sondern eher so wie aus einem Wasserkocher, sage ich mal. Als würde was verdampfen. Ich also, zack, Motorhaube auf. Kommt ein Riesenschwall raus und es war etwas feucht. Natürlich erstmal Panik bekommen, alle Flüssigkeitsstände gecheckt, noch mit den Jungs von GFG telefoniert und Videocall gemacht und whatever. Bis dann sich herausstellte, dass eine Leitung gerissen war. Rücklaufleitung vom Injektor, kennt man auch als Leckölleitung. Dieses gute Stück, und das ist normalerweise dafür zuständig, dass der überschüssige Kraftstoff, der sich vorne im Motor befindet, wieder zurückgepumpt wird. Ja, jetzt könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn hier ein Riss drin ist. Die ganze Suppe verteilt sich im Motorraum. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich habe jetzt jedenfalls einen Ersatzschlauch und den bauen wir erstmal ein, weil vorher können wir hier gar nicht weiterfahren und überhaupt die Seilwinde austesten. So, das ist ja hier der Motor, da ist normalerweise die Abdeckung drauf, die habe ich aber schon abgemacht. Hier wird hier irgendwo der Kraftstoff in die Kolben reingeleitet und hier oben drüber gibt es eine Leitung für den Kraftstoff, der halt nicht verbrannt wird. Und hier kommt der Schlauch ran, geht hier rum und geht hier hinten in so einen Nippel rein. Ja, da seht ihr das Ganze mal im Detail. Und hier seht ihr jetzt den Schlauch, der eingerissen ist. Und hier kam dann der ganze Kraftstoff raus. Komm, geh rüber! Läuft! Du Scheißding. Perfekt, die Hände sind wieder dreckig. Alles stinkt nach Diesel. Ab ins Gelände. Wir haben ein Problem. Der Weg ist versperrt. Große Frage ist ja, ist der da hinten locker oder ist der fest? Oh, das sieht eher noch locker aus. Okay, der ist tatsächlich hinten komplett rausgebrochen, liegt also lose. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich den mit der Hand nicht bewegt kriege. Gut, da muss ich glaube ich noch ein bisschen was essen und ein bisschen mehr Masse zulegen. Aber genau deswegen wollen wir mal die Seilwinde austesten. Ist natürlich alles nur Theorie, ich könnte auch einfach dran vorbeifahren. Aber wir gucken mal, ob die Seilwinde das schafft oder nicht. So, der Motor muss nicht laufen. Ich habe innen drin jetzt den Hebel umgeschaltet, dass die Seilwinde überhaupt Strom kriegt. Nicht, dass hier heimlich nachts immer rangeht. Jetzt schließen wir mal der Funkgerät hier an. Gibt es einmal mit Fernbedienung und ich habe auch noch einen Handschalter. So, wir machen das hier ein bisschen locker. Jetzt müssen wir uns in Acht nehmen. Also ich weiß gar nicht, was wir jetzt hier haben, 15 Meter oder so. Wir haben auf jeden Fall noch gut Seil auf der Rolle drauf. Ja, guck mal, ist noch richtig viel drauf. Da fällt mir gerade ein, man kann hier auch diesen Hebel rummachen
und einfach rausziehen. Hätte ich gar nicht ableiern müssen. Naja. So, etwas Sicherheitsabstand. Stellen uns mal hier hin, ja, weil die Energie geht ja in die Richtung. Geil! Leute, also wenn ihr irgendwie mal Probleme habt oder so, ruft mich einfach an, ich komme vorbei, ich mache euch den Weg frei, ist gar kein Ding. Jetzt ist die große Frage, ob er diesen riesen Stamm hier rüberziehen kann. Ich mache eine neue Firma auf und ich nenne mich Seilwindenfred. Und dann fahre ich einfach durch Deutschland und ziehe Leute mit der Seilwinde raus. Finde ich gut, das macht Spaß. So, wir haben ja gestern noch die Schilder hier festgeklebt mit Kleb und Dicht. Übrigens nochmal vielen Dank an den Zuschauer, der mir die geschickt hat. Du bist jetzt quasi Teil meiner G-Klasse geworden und ja, fährst jetzt immer mit. Und andere Seite natürlich auch nochmal. Das sieht doch nice aus. Wer nochmal genau wissen will, was ich hier alles verbaut habe, schaut unten in die Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, Kanal abonnieren nicht vergessen, Daumen nach oben für mehr G-Klasse-Videos und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.